Obwohl Grammatik nicht ganz einfach ist, kannst du es schaffen. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du, wie man die Begriffe obwohl, obgleich, obschon, trotz, trotzdem, zwar und aber richtig benutzt. Man nennt diese Angaben konzessiv. Das erkläre ich dir mal an einem kurzen Beispiel. Draußen sind es 5 Grad Celsius, also es ist eiskalt. Michael geht im T-Shirt und in kurzer Hose auf die Straße. Normalerweise zieht man sich bei diesen Temperaturen warm an, oder? Das heißt also, dass man mit Konzessivsätzen etwas ausdrücken kann, das ganz anders ist als das, was man erwartet. Obwohl es draußen eiskalt ist, geht Michael in kurzer Kleidung vor die Tür. Das heißt, draußen ist es eiskalt, aber trotzdem geht Michael in kurzer Kleidung vor die Tür. Und genau dieses Thema erkläre ich dir nun im Detail. Ich erkläre dir die grammatischen Regeln, die du dafür brauchst und auch, wie man Sätze nominalisiert und verbalisiert, also wie man sie umformt. Wenn du eine Deutschprüfung schreibst, hast du diese beiden Begriffe bestimmt schon einmal gehört. Übrigens, wenn du deine Grammatik noch weiter verbessern willst, dann hol dir unbedingt das kostenlose Einmaleins der Grammatik, das ich für dich erstellt habe. Den Link dazu findest du unter dem Video. Also, los geht's! Ich gebe dir nun ein Beispiel von einer ganz einfachen Situation und dazu bekommst du mehrere Alternativen, die alle die gleiche Bedeutung haben, aber eine andere grammatische Struktur. Alles klar? Philipp ist krank. Er geht ins Büro. Das heißt, obwohl Philipp krank ist, geht er ins Büro. Normalerweise bleibt man zu Hause, wenn man krank ist, oder? Aber Philipp? In diesem Beispiel steht der Nebensatz vorne, aber man kann ihn natürlich auch hinten benutzen. Philipp geht ins Büro, obwohl er krank ist. Hier ist es sinnvoller, Philipp im Hauptsatz zu erwähnen, damit man direkt weiß, von welcher Person man spricht. Die Wörter obgleich und obschon sind Synonyme von obwohl. Du kannst sie also genauso verwenden. Man hört sie nicht mehr so oft, aber sie existieren noch. Zweite Möglichkeit, gleiche Bedeutung. Philipp ist krank. Trotzdem geht er ins Büro. Oder Philipp ist krank, aber trotzdem geht er ins Büro. Oder Philipp ist krank, aber er geht trotzdem ins Büro. Du weißt, dass der deutsche Satzbau relativ flexibel ist. Deshalb hast du hier mehrere Möglichkeiten. Und Achtung, trotzdem steht im Hauptsatz und nicht im Nebensatz, weil die Bedeutung sonst nicht logisch ist. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit mit gleicher Bedeutung, nämlich mit zwar und aber. Philipp ist zwar krank, aber er geht ins Büro. Zwar ist Philipp krank, aber er geht ins Büro. Man kann hier auch das Wort trotzdem benutzen, damit die Aussage noch mehr betont wird. Philipp ist zwar krank, aber er geht trotzdem ins Büro. Aber trotzdem geht er ins Büro. Zwar ist Philipp krank, aber er geht trotzdem ins Büro. Man kann sogar sagen, aber ins Büro geht er trotzdem. Hörst du, wie meine Stimme am Ende nach oben geht? Man kann damit zum Beispiel stark betonen, dass man sehr überrascht oder sogar schockiert darüber ist. So viel zu den Verbalsätzen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man aus den Nebensätzen, die ich dir eben gezeigt habe,
einen Teil des Hauptsatzes macht. Dann hat man nämlich nur noch einen Hauptsatz und keinen Nebensatz mehr. Und diese Umformung nennt man Nominalisierung. Achtung, jetzt musst du dich gut konzentrieren. Wir nehmen das erste Beispiel. Welcher ist der Nebensatz? Obwohl Philipp krank ist. Diesen Satzteil möchten wir jetzt nominalisieren. Das heißt, wir suchen für den Teil krank sein ein Nomen. Und welches ist das? Na klar, Krankheit. Die Subjunktion obwohl brauchen wir nicht mehr, denn die gibt es ja nur in Nebensätzen. Wir tauschen obwohl mit trotz, denn das ist die Präposition für den Hauptsatz und die braucht den Genitiv. Das ist immer so bei Konzessivsätzen. Das heißt, obwohl Philipp krank ist, geht er ins Büro. Trotz seiner Krankheit geht Philipp ins Büro. Siehst du, dass es jetzt nur noch einen längeren Hauptsatz mit einem Verb gibt? Und siehst du auch, dass die Struktur hinten sich fast nicht geändert hat? Der Trick für die Umformung ist ganz einfach. Suche das Verb im Nebensatz und finde ein passendes Nomen dafür. Streiche das Wörtchen obwohl und das Verb bzw. die Verben aus dem Nebensatz. Kombiniere das Nomen mit trotz und stelle es vor den Hauptsatz. Das machen wir jetzt nochmal zusammen. Obwohl ich mich gut vorbereitet hatte, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Verb im Nebensatz: vorbereiten. Nomen: die Vorbereitung. Wir streichen obwohl und die Verben. In diesem Fall ist es ein reflexives Verb. Sich vorbereiten. Und das steht im Plusquamperfekt. Das kommt alles weg. Trotz der guten Vorbereitung habe ich die Prüfung nicht bestanden. Und wie funktioniert eine Verbalisierung? Dafür brauchen wir einen Hauptsatz. Trotz des starken Regens gingen wir draußen spazieren. Wir suchen den nominalen Teil, das ist also trotz plus Nomen. Für das Nomen Regen brauchen wir ein Verb, das ist natürlich regnen. Den Rest vom Satz lassen wir in Ruhe, denn wir formen keine Hauptsätze um. Und jetzt spielen wir das einfach andersrum. Die Präposition trotz kommt weg, denn die ist nur für Nomen. Stattdessen benutzen wir obwohl plus regnen. Obwohl es stark regnete, gingen wir draußen spazieren. Achtung! Zwischen dem Nebensatz und dem Hauptsatz muss ein Komma stehen. Und natürlich geht auch diese Variante. Wir gingen draußen spazieren, obwohl es stark regnete. Jetzt steht der Hauptsatz vorne und der Nebensatz hinten. Und jetzt nochmal ganz von vorne mit einem letzten Beispiel. Der Mann fuhr vorsichtig. Er hatte einen Unfall. Normalerweise hat man ja keinen Unfall, wenn man vorsichtig fährt. Aber es kann trotzdem immer wieder passieren. Also, obwohl der Mann vorsichtig fuhr, hatte er einen Unfall. Der Mann hatte einen Unfall, obwohl er vorsichtig fuhr. Der Mann fuhr vorsichtig, trotzdem hatte er einen Unfall. Der Mann fuhr zwar vorsichtig, aber trotzdem hatte er einen Unfall. Und zum Schluss die Nominalisierung. Trotz des vorsichtigen Fahrens hatte der Mann einen Unfall. Verstehst du ungefähr, wie das funktioniert? Dann habe ich hier eine kleine Hausaufgabe für dich. Forme diese 4 Sätze so um, dass die Bedeutung gleich bleibt. Bei manchen Nominalisierungen musst du ein bisschen kreativ denken, denn es gibt nicht immer ein passendes Nomen. Aber das ist auch total egal,
solange die Bedeutung gleich bleibt. Die Lösungen findest du unter dem Video. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn du Fragen, Ideen oder Wünsche hast, dann schreib sie mir in die Kommentare. Und folg mir natürlich auch auf Instagram und auf TikTok, denn dort kannst du noch besser Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.